Was ist wichtiger, Social Media oder Online-Marketing? Das ist extrem wichtig. Die komplette organische Reichweite, die ich habe, haben wir uns erkauft. Also mein YouTube-Kanal hatte Anfang 2016, ich glaube 7.000 Abonnenten. 7.000. Auf Instagram waren wir gar nicht und Facebook, weiß ich nicht, auch so 3.000, 4.000 Abonnenten. Und dann haben wir halt seit 2016 massiv Werbung geschaltet. Wirklich massiv Werbung. Heute auch noch. Also letztes Jahr haben wir ein Budget gehabt von 3 Millionen Euro, dieses Jahr haben wir ein Budget von 12 Millionen Euro nur für Online-Werbung. Und dadurch, dass so viel Werbung zu sehen ist, haben die Leute natürlich gedacht, okay, ich sehe den Typen ständig, jetzt gucke ich mal, wer das ist, auch das scheint ja interessant zu sein und jetzt folge ich dem organisch. Ich abonniere seine Kanäle und wir haben die Reichweite, die wir heute organisch haben, die haben wir uns so aufgebaut. Also wenn ihr mich fragt, was ist wichtiger, um Sichtbarkeit zu kriegen, ist das Bezahlte, ist das Online-Marketing, das Performance-Marketing. Dass ihr wirklich Anzeigen schaltet und euch in der Zielgruppe, die für euch relevant ist, die Sichtbarkeit kauft. Nicht Abonnenten kaufen, das wäre sehr dumm, weil du damit den Algorithmus komplett kaputt machst. Danach funktioniert auch die bezahlte Werbung nicht mehr. Sondern wirklich Werbung schalten auf die Zielgruppe und dann so auch organisch mehr aufbauen. Ihr braucht aber auch organisch. Es gibt mittlerweile über 1100 YouTube-Videos bei mir im Kanal. Es gibt, ich glaube, fast 1000 Podcast-Folgen. Mit beiden Sachen haben wir wirklich angefangen 2016 ernsthaft. Und das brauchst du, um Vertrauen aufzubauen. Trust. Du schaltest Anzeigen und die Leute sehen die Anzeige und die gucken, aber die zweifeln. Nochmal, die Deutschen sind das kritischste Käufervolk auf diesem Planeten. So, das heißt, du schaltest Anzeigen und dann gehen die Leute in Google rein und geben ein Dirk Kräuter. Wir sehen das ganz genau. Du kannst das bei Google Trends genau nachverfolgen. Wir machen eine Kampagne, richtig stark, und dann gehst du in Google Trends und dann siehst du, wie das Suchvolumen bei meinem Namen hochgeht. Weil die Leute sagen, okay, da ist die Anzeige, aber denen kann man nicht trauen, diese bösen Coaches. Und dann gucken die bei Google. Und dann kommen sie aber auf meinen YouTube-Kanal oder finden den Podcast oder finden Instagram, gucken sich da um und bauen Vertrauen auf. Ich habe 2016 entschieden, Omnipräsenz. Das heißt, wir sind überall. Das geht aber nur, wenn du dahinter ein Team hast und Prozesse. Wenn ihr am Anfang seid, fokussiert euch lieber auf einen Kanal. Seid in dem einen Kanal richtig gut. Timothy Ferriss zum Beispiel ist extrem gut mit seinem Podcast. Alle anderen Social-Media-Kanäle sind egal. OMR ist extrem stark mit dem Podcast. Alle anderen Dinge sind schmückendes Beiwerk. Startet in dem Kanal, in dem eure Zielgruppe ist. So, also, was ist wichtiger? Es ist beides wichtig, aber der große Denkfehler ist, dass ihr euch organisch, mühsam eine Reichweite aufbaut. Das ist dämlich. Das ist Verschwenden von Zeit, Verschwenden von Ressourcen. Und das glauben aber immer noch alle. Ich kriege so viele Nachrichten in Social Media, die sagen, ja Dirk, ich habe einen Instagram-Kanal, aber ich wachse nicht schnell genug, was kann ich tun? Nimm Geld in die Hand. Und jetzt kommt noch was Geiles dabei. Das Geld ist nicht weg. Ich gebe ja kein Geld aus nur fürs Ego, damit ich mehr Sichtbarkeit bekomme, sondern 1 Euro rein und wir holen 12 Euro raus. Das heißt, ich werde reich, während ich mir die Sichtbarkeit aufbaue. So, was ist die Botschaft für euch? Werdet reich, indem ihr euch eine riesige Community aufbaut. Das sagt euch so keiner in der Klarheit. Aber geht da rein, schaltet Anzeigen intelligent und habt direkt was man kaufen kann. Sichtbarkeit alleine bringt euch nichts. Sichtbarkeit alleine bringt euch nichts. Stellt euch vor, wir machen einen Regentanz in Berlin. Und angenommen, der liebe Gott hört uns zu und er schickt uns Regenwolken.
Und jetzt regnet es. Und es regnet Hunde und Katzen. Und jetzt sind die Wolken weg und die Sonne kommt wieder raus und alles ist trocken. Alles trocknet wieder. Ein paar Pfützen bleiben übrig, aber die sind am nächsten Tag auch weg. Und genau das ist das, was du in Social Media machst. Du machst einen Regentanz. Der Regentanz ist Aufmerksamkeit. Hey, seht ihr mich alle? Seht ihr alle mein Angebot? Seht ihr alle meine Personenmarke? Ihr macht den Regentanz. Und es macht nur Sinn, den Regentanz zu machen, wenn du anschließend oder davor Eimer rausstellst. Ganz viele Eimer, wo sich das Wasser drin sammelt. Weil sonst ist nach 1-2 Tagen das alles wieder weg. Ich habe bei einem privaten Abendessen eine Influencerin kennengelernt. Ein bildhübsches Mädchen, im Playboy gewesen, irgendwelche RTL-Shows. So, und dann haben wir mit ihr gesprochen, haben gesagt, haben eine riesen Reichweite überall, mega, mega, mega. Wie viel Geld machst du im Monat? Sagt sie, ja, ich komme auf 35.000 im Monat. Und dann, weißt du, mit einem Freund zusammen, da haben wir sie angeguckt und haben gesagt, boah, du machst einen Fehler. Das ist viel zu wenig, du musst viel mehr machen. Ja, aber ich kriege auch mein Auto gratis und ich darf auch gratis in dem Hotel. Ich sage, Moment, du bist ein, also du bist, das hört sich jetzt komisch an, wie Gemüse im Supermarkt. Das hat eine Verfallsdauer. Ja, also nach einer Woche ist das Gemüse weg. So, und eine attraktive Frau, die ein gutes Auftreten hat in unserer Welt auch ein Verfallsdatum. Weil in Social Media kommen jeden Tag 20, 30, 50 neue davon. Und die sind genauso hungrig oder hungriger wie sie. Und deswegen, sie hat nur eine gewisse Zeit, wo sie wirklich abräumen kann. Und sie hat keine Eimer draußen gehabt. Bevor ihr in die Sichtbarkeit geht, muss euer Geschäftsmodell so aufgebaut sein, dass die Menschen, die euch finden, auch was bei euch kaufen können. Stellt Eimer raus. Kein Regentanz ohne vorher aufgestellte Eimer.